Bolivien. Es ist der größte Salzsee der Welt. Der höchste schiffbare See der Erde. Die höchste Großstadt. Das größte Seilbahnnetz. Es ist ein Land, das so indigen geprägt ist wie kaum ein anderes. Nirgendwo gibt es mehr Amtssprachen. Hier liegt das Altiplano, wo du mit jedem Atemzug 40% weniger Sauerstoff bekommst. Und hier befindet sich das Tor zum Amazonas-Regenwald. Ein Land, in dem es mehr Silber gibt als Benzin und der Währungskurs vom Schwarzmarkt bestimmt wird. Wenn du vom Süden kommst, beginnt hier der exotische Teil Südamerikas. Ich liebe Bolivien und habe ihm ein halbes Jahr meines Lebens geschenkt. Und nun bin ich zurück. Fast 4 Jahre bin ich nun schon in Südamerika, aber so schlimm hat es mich noch nie erwischt. Soroche. So heißt sie hier, die Höhenkrankheit. Ein bisschen davon ist noch interessant, aber mehr wird schnell unerträglich und auch lebensgefährlich. Die letzten Tage bin ich nur noch aus dem Bett aufgestanden, um mich zu übergeben. Aber warten bringt hier oben nichts. Wenn die Höhenkrankheit so hart zuschlägt, hilft nur eins: Abstieg. Zum Glück habe ich in meinen Moskomotos noch das Agua de Florida gefunden, das mir ein anderer Reisender vor Jahren in Argentinien gab. Jetzt wird es zu meinem Zaubertrank. Damit bin ich überhaupt erst in der Lage, mein Motorrad zu packen und loszufahren. Und sandig ist es hier. Nicht so schlimm, aber ich will mich auf keinen Fall hinlegen. Ich habe die Kraft nicht, das Motorrad aufzuheben im Moment. Aber ich habe jetzt in den letzten 3 Tagen eine Suppe und 2 Teller Cornflakes gegessen. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel Power ich habe. Wenn ich das Motorrad hinlege, dann ist erstmal Abladen angesagt. Deswegen fahre ich hier wieder wie ein Opa. Ich habe auch noch eine Steißbeinprellung, also Motorrad aufheben wird eh schwer. Deswegen, das muss ich unbedingt vermeiden, mich hinzuwerfen. Das Gefühl, die Straße ist völlig anders, als ich gekommen bin. Es hat auch so geregnet heute Nacht. Es war extrem. Wie gesagt, hat in mein Zimmer reingeregnet. Hier oben sind 40% weniger Sauerstoff in der Luft. Tagsüber brennt die Sonne Furchen in mein Gesicht. Nachts wird es bitterkalt. Ich bin in einer gigantischen Wüste auf über 4000 Metern, dem Altiplano. Ich weiß nicht genau, hier? Hier gehe ich jetzt mal zur Seite. Buenas. ¿Ah?
Sí, sí, hay hoteles. 7 minutos. Sí. Ah, siehst du, hier sieht man, die Einheimischen sind sich so sicher. Gibt es Hotels da? Ja, gibt es Hotels. Ach, Gott sei Dank. Weil das sieht hier schon so aus wie, holy shit. Und ich meine, es kann immer alles geil sein, aber es kann dann sein, dass es dann irgendwann so ist. Da kommst du halt mit dem Auto nicht mehr weiter. Wenn ihr genau hinschaut, fällt euch auf, ich fahre auf Reserve. Und das kann in Bolivien ein echtes Problem sein. Das Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Oft wird tagelang überhaupt kein Sprit an die Tankstellen geliefert. Benzin ist rar. Dazu kommt, dass Ausländer nicht überall Benzin kriegen. Und wenn, zahlen wir offiziell den 3-fachen Preis. Die wirtschaftliche Schieflage hat für uns Reisende allerdings was Positives. Als ich vor 2 Jahren hier war, gab es noch ganz normal Geld am Automaten. $1 waren 7 Bolivianos. Mittlerweile gibt es hier, ähnlich wie in Argentinien, den Blue Dollar. Heißt, wenn du Dollar in bar mitbringst, gibt es auf dem Schwarzmarkt bis zu 15 Bolivianos. Also mehr als doppelt so viel. Ich bin aber über einen abgelegenen Pass nach Bolivien eingereist und hatte noch keine Wechselmöglichkeit. Der Mann in meinem Hotel hat mir netterweise ein paar Dollar getauscht, zum Kurs von 1:10. Jetzt suche ich Sprit. Ich habe jetzt hier von iOverlander, da hat vor 2 Monaten jemand getankt. Da habe ich das mal angegeben. Da werde ich jetzt mal hinfahren als nächstes. Ein Wuffi. Ja, der hat schon Bock auf mich. Und wir also, ich habe 8 Liter bekommen. Erster Shop hatte nichts. Zweiter Shop hatte. Oh, mein Steißbein tut so weh. Aber ich will jetzt mit der neuen Kette, will ich auf jeden Fall mal ein bisschen Öl drauf machen, wenn ich jetzt hier aus dem Schlamm raus bin. Ich habe sie versucht dort aufzubocken, aber da ist sie so tief eingesunken, da konnte ich das Rad nicht drehen. Deswegen mache ich jetzt kurz Öl auf die Kette. Nur so ein bisschen. Und dann, das Steißbein so weh. Ich bin gestürzt vor 2 Wochen ungefähr. Und habe ich mir das Steißbein wohl geprellt. Komm raus. Naja. Und was ich gelernt habe, zeige ich gleich. Oder nicht so ein Ding dabei immer noch? Naja, ist egal. So, besser wie nix. Naja, ich habe 8 Liter bekommen zum Preis von 7. Also offiziell, das wäre nach dem offiziellen Kurs $1. Bei mir sind es jetzt weniger. Ja, ist okay, ich hätte auch für 10 genommen. Das Benzin hat einen komischen Geruch, kann ich schon mal sagen. Aber naja, solange es kein Diesel ist, wird es passen. 8 Liter, da komme ich auf jeden Fall 200 Kilometer. Und ich habe jetzt hier immer nur so 3 Liter verbraucht. In der Höhe verbraucht man viel weniger. Komme ich bis Oruro und da werde ich dann Benzin bekommen, denke ich.
Traum. Also Straße ist perfekt, man gleitet so dahin. Ich fahre extra nicht so schnell, ich könnte auch noch viel schneller fahren, aber wegen Benzin. Entschuldigung. Und dann Lagunen, Flamingos, Lamas, Alpakas, Schafe. Und dann immer wieder diese Leute, die mitten im Nirgendwo da sitzen. Und man denkt, ey, wo kommt ihr her? Zollstation haben sich nicht für mich interessiert. Sorry, aber windig ist es hier und da tobt auch der Sturm. Oh, da blitzt es auch. Flamingos. Viele. Hunderte. Tausende. Es geht bis da hinten hin. Wow. Seht ihr das? So viel habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Das sind ja Milliarden. So, erste Station natürlich. Gasolina. Also ich habe eine internationale Tankstelle, laut iOverlander ist es eine internationale Tankstelle, wo jeder Benzin bekommt eben, angegeben. Aber der letzte Eintrag war vom 15 Tage her, gibt kein Benzin. Aber das muss nichts heißen. Kann ja sein, dass die dann am nächsten Tag eine Lieferung bekommen haben. So, da ist eine Riesenschlange bis die ganze Straße runter. Also was heißt die ganze Straße? Vielleicht so 1 Kilometer. Aber ich habe es wie immer gemacht. Vorbeigefahren und habe gefragt und hat sie gesagt, ja, du musst dich nur hier anstellen. Hier ist auch irgendwie keiner. Die stehen alle auf der anderen Seite an und das andere ist natürlich alles Diesel, wo die Leute so anstehen. Aber da ist auch gar, die scheinen keinen Diesel zu haben. Keine Ahnung. Aber Preis habe ich noch nicht gefragt, aber es gibt Benzin. Ist egal, was es kostet, ich brauch's. Also tanken erledigt. 13 Liter. Und ohne, dass ich irgendwas sagen muss, hat sie gesagt, ja, ohne Faktura, also ohne Quittung für 7. Es hat jetzt hier gerade mega Guss gegeben, deswegen hole ich jetzt mal kurz die Gummihandschuhe raus, aber ich ziehe nur die Gummihandschuhe an. Und fahre ich jetzt was essen. Und ich habe hier gesehen, meine Sitzbank geht kaputt. Es trifft sich praktisch, oder es trifft sich gut, denn in Sucre war da, wo sie die Sitzbank für 10 Euro aufpolstern. Da kann ich mir hier könnte es komplett neu machen. Also, 1,5 Stunden später, hier seht ihr Entel, da war ich gerade. Nachdem ich mir am Kiosk eine Karte geholt habe und die hat 1 Stunde gebraucht, um das zu registrieren, war super nett und so alles. Dann nach einer Stunde, nachdem sie das registriert hat, hat sie gesagt, ich muss, das ist jetzt nur die Karte, ich muss das noch aufladen. Okay, aufgeladen und dann WhatsApp hat auch funktioniert. Aber kein Internet, weder Navigation noch dies, das. Und dann hat die gesagt, ja, es liegt an meinem Handy. Dann habe ich gesagt, das kann eigentlich nicht sein, weil es hat immer funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ich fahre zu Entel. Und tatsächlich war es so, dass man der musste irgendwas in diesen Konfigurationseinstellungen, musste da irgendwas einstellen. Ich wollte halt eigentlich was essen. Wir wissen nicht gerade über meine Gesundheit, die jetzt gerade wieder besser ist, wieder versauen, indem ich den ganzen Tag nichts esse. Immer 4:30 ist es. Ich glaube 5:30, 6:30. Ich denke mal um 7:30 wird es dunkel, wenn ich das mit der Zeitumstellung, wenn es richtig passt, wenn es richtig ist. Naja, so ist der Stand. So ist es manchmal mit den Chipkarten. Und wieder hier
typisch bolivianisches Bike, Honda Navi. Überall haben sie das. So, wir haben schon fast 0 Uhr. Ich liege im Bett, wie man sieht. Also ich habe ein Hotel gefunden. Es war aber alles andere als einfach. An dem ersten Ort habe ich gar nichts gefunden. Dann bin ich noch eine Stunde weitergefahren. Ja, Jaguar heißt es hier. Und hier gibt es viele Hotels. Aber die ersten 3, die ich angesteuert habe, waren voll. Weil es ist irgendeine Delegation von, ich habe es nicht verstanden, von irgendwas hier. Deswegen ist alles voll. Okay, jetzt habe ich mein Bike in einem anderen Hotel geparkt, weil ich habe kein Hotel gefunden mit Parkplatz. Also habe ich es da geparkt für 1 Euro. Bisschen mehr. Die Nacht. Okay, gut, nette Frau, alles super, habe ich meinen ganzen Scheiß drauf gelassen, weil ich kann ja nicht mit dem Gepäck jetzt da durch die Stadt laufen. Habe jetzt nur das Nötigste mitgenommen. Ich meine, ich bleibe eh nur eine Nacht. Ich hoffe, das ist safe da, alles. Es ist eine Garage, also ja, da saß die ganze Zeit einer. Ich denke mal, die schließen die Garage in der Nacht. Ich habe dann ein Hotel fußläufig gefunden und dann hat er gesagt, so ja, es kostet 50 Bolivianos, wenn du kein Internet und kein Fernseher haben willst und 70 Bolivianos mit Internet und Fernseher. Und dann habe ich so, ja, aber Dusche, wie sieht's damit aus? Ja, gibt's geteiltes Bad. Also, ja. Habe ich gesagt, so, ah ja, komm, gib mir Internet. Habe ich gemacht. Habe ich meinen Scheiß da hochgeschleppt und so. Ich meine, es ist irgendwie 6 Treppen oder so. Also es ist richtig hoch zu laufen und so. Wir sind hier immer noch auf 4000 Meter. Ist auch brutal anstrengend. Naja, jedenfalls war es dann so, dass im Zimmer das Internet nicht ging. Genau an der Tür hat es aufgehört. Dann habe ich so, ich habe jetzt 20 mehr bezahlt, damit ich Internet habe, was nicht funktioniert. Und ja, du hast ja den Fernseher. Ja, den Fernseher brauche ich nicht. Ich wollte nur das Internet haben. Und dann wollte ich dann duschen gehen. Duschen außer Betrieb. Bin ich wieder runter. Duschen? Wo kann ich duschen? Ja, das Wasser geht nicht. Dann habe ich so, ja, okay. Kannst du mir ein anderes Zimmer geben? Mit Internet? Oder irgendwie einen halben Preis oder sowas? Nee, kann er nicht machen. Dann habe ich gesagt, gib mir mein Geld zurück. Ich habe keinen Bock auf dich. Da war ich richtig sauer. Also, vor allem, weil ich halt den ganzen Scheiß, ich habe ja nicht geparkt da, den ganzen Scheiß dahin geschleppt. Und nach 10 Stunden Motorradfahren, ja. Ich habe jetzt ein anderes Zimmer gefunden. Es kostet 80, also nochmal 10 Bolivianos mehr. Es ist jetzt auch nicht berauschend, aber es ist okay. Ich zeig's mal. Das ist hier das Bett, in dem ich liege. Es gibt einen Fernseher. Internet hier ist auch schlecht, also das Wi-Fi. Aber es gibt da draußen, also man muss halt, es ist halt unüberdacht. Ja, man muss da raus, dann ist da das Klo und dann ist da auch Dusche mit heißem Wasser, aber immerhin. Da muss man sagen, in diesem Nationalpark für 4 Euro die Nacht hast du ein gutes Zimmer gehabt, außer dass es halt reingeregnet hat nachts durch die Decke. Naja. Einen schönen guten Morgen. Ich habe Jaguar verlassen. Über die Unterkunft möchte ich nicht sprechen. Ich werde jetzt gleich mal anhalten, denn heute beginne ich gleich mit einer kleinen, ich weiß nicht, ob es kontrovers ist, aber einer kleinen Diskussion. Vielleicht hier, ich hoffe, der Boden ist hart genug, dass ich es auf den Hauptständer stellen kann. Das sieht okay aus, weiß ich nicht, probiere ich mal aus. Wird immer noch schwierig, weil mein Steißbein ja geprellt ist. Glaubt man gar nicht, dass so ein Aufbocken, dass das so krass aufs Steißbein geht. Weiß ich nicht, ob es funktioniert. Probieren wir es mal aus. Hoppala. Und. Oh, fucking Steißbein. Oh. So, kann man es drehen? Sieht gut aus, glaube ich. Ja. Okay. Also, gestern, könnt ihr euch erinnern, habe ich ja meine neue Kette geschmiert
nachdem ich aus dem Dreck rausgefahren bin. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich überhaupt kein Hirn habe. Ich weiß nicht, ob euch das auch passiert oder ob ich nur so dumm bin. Aber ich zeige es euch jetzt. Ich weiß schon, da werden einige wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Die anderen werden sagen, nö, das ist doch richtig. Wie bei allem. So, mein Benzinschnüffeltuch. Und ja, ich habe es hiermit gesprüht. Und das ist aber Fake WD-40. So, und ich habe nämlich zwei Dosen da drin. Ich kann ja auch noch mal die Reifen jetzt aufpumpen, wenn ich schon dabei bin. Wenn ich schon so früh dran bin, mache ich das auch noch, aber das mache ich dann ohne Kamera. Ich wollte euch zeigen, ich habe 2 Dosen da halt drin und ich habe gestern, weiß ich nicht, wieder mal nicht nachgedacht, die ist halt so gut wie leer. Aber da kann ich ein bisschen was rausquetschen, denn, ja, ich habe gestern dummerweise meine super neue Kette mit WD-40 eingesprüht. Was ich gelesen habe, soll man das nicht machen, weil das entfettet die Kette. Es gibt aber Reisende, die machen das immer. Also die sprühen ihre Kette immer mit WD-40 ein. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier noch da was drauf ist. Ja, das ist halt auch ein scheiß Kettenspray, aber ich hole jetzt raus, was geht. Das kann dann auch weg. Ja, das war's. So, das packe ich mal hier hin. Kann man dann wegschmeißen beim nächsten Mülleimer. Die fahren dann auch 35.000 Kilometer damit. Ist genauso. Aber wenn du im Internet, könnt ihr das sehr gerne nachlesen. Vielleicht suche ich es auch mal raus, dann kann ich euch das nochmal zeigen. Wenn ihr das nachlest, steht da auf keinen Fall mit WD-40 einsprühen, weil das entfettet die Kette des Scheißen. Und das bestätigt halt meine These, was ich gestern gesagt habe, dass es eigentlich, ich muss die Jacke kurz ausziehen, scheißegal ist, ob du, das ist eher ein dass ich behaupte, dass es eher ein Marketing-Trick ist, dass man schön immer Kettenspray verkaufen kann. Und ich hatte dann auch in irgendwelchen Läden, also ihr kennt vielleicht Fortnite, den Kanal, die haben das ja alles getestet. Was ist das Beste fürs Kettenspray? Motoröl, Getriebeöl, super teures Kettenspray und so weiter. Normales, was weiß ich, Öl. Und die haben gesagt, für die war, ich glaube, Getriebeöl war das Beste bei denen. Ist am wenigsten abgesprüht und am längsten gehalten. Und ist halt deutlich günstiger, als wenn du jetzt so ein richtiges Kettenspray kaufst. Ich war dann schon in Läden, da haben die gesagt, nee, du kannst auf keinen Fall normales Kettenspray nehmen. Du musst hier extra für Ohrringe und so. Ich glaube, das ist alles Bullshit. Könnt ihr gerne eure Kommentare zu geben. Ich weiß, das ist ein kontroverses Thema. Ich weiß, dass Leute auch bei mir schon geschrieben haben, kannst du ruhig mit WD-40 einsprühen. Wie gesagt, das entfettet die Kette. Genau das soll man eben nicht machen. Ich war heute runter nach Sucre. Das sind dann nur noch 2700 Meter. Quasi Flachland-Indianer. Gott sei Dank unter 3000. Ihr wisst ja, mit der Höhe ist nicht so meins. Jetzt übrigens schalte ich die ARD Spieltagskonferenz ein und höre ein bisschen Konferenz, während ich fahre. Super geil. Dafür braucht man natürlich auch eine SIM-Karte.
kalt. Und es hat jetzt geregnet. Ist nicht so. Man sieht es da auch unten, wie nass es da ist. Wie ob ihr das erkennen könnt. Aber worauf ich noch hinaus wollte, ich habe hier diese Spülhandschuhe dabei, schon die ganze Zeit, die habe ich aus Deutschland mitgenommen. Die größte Größe gekauft, die es gibt, bei Amazon. Es gab da auch nicht so viel Auswahl an Größen, 2 oder so. Groß und klein oder so, weiß ich nicht. Und ich habe die nie benutzt, was total dämlich ist. Viele Sachen, die habe ich dabei, habe sie aber nie benutzt, weil ich dann immer so, oh, jetzt das Ding anziehen und so. Und dann aber mit nassen Händen gefahren und dann nur gequält, gelitten. Und ja, jetzt benutze ich die hier jeden Tag. Ja, und die sind halt super geil. Sie sind noch nicht eingerissen bisher. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Ich hoffe nicht, dass sie irgendwann einreißen. So Spülhandschuhe sollte man ja auch hier bekommen. Größe ist natürlich immer ein bisschen ein Problem, weil die ja alle, also für eine Frau, 1,50 ist eine normale Größe. Ja, jeden zweiten Tag stoße ich mir irgendwo in den Kopf. Und ich weiß nicht, mit Haaren ist es schon schmerzhaft, aber ohne Haare, ich habe halt dann oft immer gleich einen Cut. Heute zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich einen Cut habe, aber ich habe die Dusche, die war kleiner als mein Kopf, also dieser Eingang davon. Beim Rausgehen, Kong dagegen. Und oh, es hagelt. Ja. Gut, dass ich das jetzt angezogen habe. Ist jetzt auch frisch. Und da geht es ja wieder hoch in die Berge. Aber da hinten ist wieder Sonne. Wow. So, jetzt hat der kleine Junge hier die Schnur hochgehalten. Und die wollen natürlich Geld. Ah? De Alemania. Lejos, ¿no? Sí. ¿Y tú estás aquí? Ah, okay. So. Okay, hasta luego. Und ja, hat die Schnur da hochgehalten, wollte natürlich Geld. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so ernst wie in Kolumbien. Ciao. Und ich habe gesagt, ich habe kein Geld, aber ich habe noch eine Dreivierteltafel Schokolade gehabt. Dann habe ich gesagt, ich esse ein kleines Stück und den Rest kannst du haben. Und damit war er einverstanden. Sucre. Geil. Geht nochmal? Was würdet ihr schätzen? Ich schätze so, was sind das? 500 Meter runter nochmal? Wir können ja mal nachschauen, wie gut ich schätze. Also ich habe vorhin geguckt, Sucre liegt so auf 2,7 irgendwas. Und jetzt sind wir ja, 3,297. Also geht sogar, ja, geht 500 Meter runter noch.
Ist auch so witzig. Das hier ist jetzt die Hauptstadt Boliviens. Und ich habe noch nicht eine einzige Tankstelle gesehen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie das ist, in eine Stadt zu kommen, wo man schon Sachen kennt. Das habe ich ja normal nicht. Normalerweise ist immer alles neu. Klar, ich bleibe dann länger und dann kenne ich die Städte, aber jetzt einfach hier zurückzukommen. Ich bin jetzt gleich hier in das Arepa-Restaurant gegangen, venezolanisches Restaurant. Gibt's Arepas und Cachapas. Und es war schon herausragend damals. So, der Hauptplatz. Ja, wie gesagt, Sucre ist halt mega schön. Alles dieses koloniale Gebäude. Wegen ihnen wird Sucre auch die weiße Stadt genannt. Und sie ist meine Lieblingsstadt in ganz Südamerika. Das liegt auch an ihrer entspannten Größe. Sucre ist nämlich nicht so ein riesiger Millionenmoloch wie viele andere Metropolen auf dem Kontinent. Der historische Stadtkern liegt geschützt in einem Talkessel, wo sich tolle Bars und Restaurants aneinanderreihen. Und man kann ja auch mitten in der Nacht noch völlig entspannt und ungefährdet durch die Straßen schlendern. Das geht in vielen anderen Städten Südamerikas nicht. Außerdem ist Sucre für Reisende ein echtes Paradies. Die Stadt ist extrem günstig und auf den wuseligen lokalen Märkten bekommt man alles für kleines Geld. Und man findet an jeder Ecke geschickte Handwerker, die dir nach einer langen, harten Reise deine Ausrüstung oder Kleidung für ein paar Bolivianos reparieren. So, ich bin jetzt hier in der Motorradstraße. Kann man vielleicht ein bisschen erkennen. Und man sieht schon, mein Sitz ist weg, denn ich will mir hier einen neuen Sitz beziehen lassen. Das habe ich ja schon öfters mal in Videos erzählt, dass sie das hier für 10 Euro machen, ungefähr. Also sie machen es jetzt für 15. Und hier liegt mein Sitz. Ich wollte die ganze Zeit schon aufpolstern lassen, aber es war ja immer alles okay. Aber jetzt, wo haben wir es? Hier geht's kaputt. Sieht man das? Ja, stand jetzt auch im Regen, obwohl eine Funde drüber war. Aber hier geht's kaputt. Deswegen lasse ich das jetzt neu beziehen. Und warum geht's kaputt? Das ist ein typischer Reisefehler, ein typischer Reisedefekt. Wenn man so aufsteigt, mit dem Stiefel, kann man das sehen, so, dann berührt man mit dem Stiefel immer hier. Und der Mario mit der KTM, der hatte genau das gleiche. Hier war es aufgerissen. Und der hat seins einfach geklebt. Aber ich lasse es mir jetzt hier neu aufpolstern, kostet 15 Euro. Und man sieht hier schon, dass hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kommen da so Querbalken hin. Dann sieht es ungefähr so aus später. Aber bei mir natürlich blau. Otras preocupaciones como es el tema del diésel y la gasolina, que también está preocupante aquí en Potosí, porque gira sobre ese combustible gira muchas actividades económicas como la actividad de los cooperativistas. Nosotros vamos a Hier kann man sich auch das Material immer aussuchen, also verschiedene Strukturen und mehr strukturiert. Ich habe, glaube ich, jetzt so eine mittelstrukturiert. Jedenfalls gibt es 2 Materialien, brasilianisches und amerikanisches. Und das amerikanische kostet ein Drittel mehr und er hat gesagt, es ist viel besser von der Qualität. Das heißt viel besser, es ist besser. Und ich habe gesagt, gib mir das Beste. Und es kostet dann insgesamt, alles zusammen, 15 Euro. Natürlich mit dem Blue Dollar hat man natürlich jetzt auch einen Vorteil, aber sonst wird es halt 20 kosten. Todos son cabezas de sector, respetamos a las diferentes instituciones que somos productores, transportistas.
Also so wie das aussieht, lässt er den Originalpolster drauf und klebt einfach was drüber. Ich bin mal gespannt. Das ist ein bisschen weicheres Material, glaube ich. Ich meine, der macht das jeden Tag. Ich habe gesagt, mach's so, dass es bequemer ist ein bisschen. Und es ist ja noch so, sieht man das jetzt, zeige ich nachher. Ich habe alles auf Bequemlichkeit natürlich gemacht, natürlich auch auf Style, wie es gut aussieht. Aber das weiß ich natürlich nicht vorher, ob mir das gefällt oder nicht. Kann dann auch sein, dass es mir zu buntig ist. Aber hier, die Streifen sind eben nicht nur, sind halt auch, um eine Unebenheit reinzubekommen, dass man eben nicht immer nur eine Fläche hat. Es gibt ja auch so, wo habe ich es gesehen? Hier. Ne, dass das hier unten drunter schon so Huppel hat. Ich glaube, das ist ganz gut. Aber wie bequem das dann ist oder nicht, weiß man nicht. Wie gesagt, ich habe schon Leute in Deutschland kennengelernt, die haben sich für 250 € die Sitzbank teuer aufpolstern lassen und es hat keinen Unterschied gemacht vom Sitz her. So, guten Morgen. Nach knapp 2 Monaten habe ich es geschafft, Sucre zu verlassen. Mein Ziel ist es, nach Tarija zu fahren. Denn mein nächstes Land ist die bolivianische Grenze. Ich habe noch, 2 Wochen, 14 Tage ungefähr auf dem Visum. Das ist kein Problem. Also ich brauche 2 Tage bis Tarija und 2 Tage dann nach Paraguay. Also es ist kein Problem. Und ja, Tarija wollte ich schon immer mal sehen, weil das ist die einzige Weingegend Boliviens. Ist sehr bekannt und ja, wenn du hier bolivianischen Wein kaufst, der kommt immer aus Tarija. Was habe ich gemacht? Es waren gleich 4 Motorradfahrer hier, die mich von meinen Videos kennen. Super cool, die haben mich ja alle angeschrieben, haben wir was essen und es waren echt alles coole Leute, haben mich mit allen super verstanden. War schön, ja. Ansonsten habe ich hier halt auch nicht nur gearbeitet, sondern auch meine Taschen reparieren lassen. Die Moskomoto-Taschen oben bei den Drybags, da ist das ja so zum Umklappen, so wie bei allen Drybags. Und das ist halt jetzt so nach, wie viel Meter? 70.000 Kilometer, 60.000 Kilometer, ist das jetzt ziemlich aufgerissen schon gewesen. Was heißt ziemlich? Die Ränder sind aufgerissen gewesen, das war noch okay, aber das habe ich halt beim Schuster nähen lassen. Ein bisschen Klamotten nähen lassen, also meine andere Motorradhose und so weiter. Da war die Naht aufgegangen, habe ich nähen lassen. Und meine Sitzbank habe ich neu beziehen lassen. Deswegen ist es auch heute die erste Fahrt mit der neu bezogenen Sitzbank. Und ich bin mal gespannt, ob es bequemer ist. Ein bisschen aufpolstern lassen habe ich sie ja, aber nur minimal, weil ich nicht wollte, dass es so viel höher wird. Und jetzt geht es in den Süden, nach Tarija. Die Sonne kommt raus, es ist perfekt. Und ich fahre jetzt erst nach Potosí, diese höchste Stadt der Welt oder eine der höchsten Städte der Welt, wo diese Silbermine ist. Also wirklich eine der spektakulärsten Sachen, die ich gemacht habe in Südamerika. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich wohl die Abenteuertour gemacht habe. Also die anderen, also der Jason hat mir erzählt und auch die anderen, dass das einfach, also ohne Dynamit sprengen und so, wir haben ja noch Dynamit, man geht zwar auf den Markt und so, aber man sprengt halt also man kauft kein Dynamit und so und man krabbelt auch nicht in Löcher und lässt sich da abseilen und auf dem Boden rumkriechen und so. Also es gibt 2 Touren, das könnt ihr euch vielleicht mal merken für Potosí. Da könnt ihr auch wenn ihr sagt, ey, das ist mir auch also es ist schon platzangstmäßig, was ich da gemacht habe, kann man auch die entspanntere Tour machen, die wohl jetzt die normale Tour ist. Ich meine, dieser Berg ist ja auch immer im Einbruch begriffen, also er wird irgendwann einstürzen, weil er so durchhöhlt ist. Und
ja, weiß ich nicht. Bestimmt bekommt man auch diese Abenteuertour, wenn man danach guckt. Bei mir war es halt Zufall. Und es war auch super geil. Also wirklich, wenn ihr das Video anguckt, also eine der spektakulärsten Sachen, die ich gemacht habe in Südamerika. Holy shit. Aber ja, die Strecke nach Potosí, die kennen wir schon aus dem Video, als ich das erste Mal vor 2 Jahren von Potosí nach Sucre gefahren bin. Nur fahre ich sie jetzt hoch. Also ich fahre jetzt von 2700 Meter auf 4000 irgendwas. Ja, ich habe Coca-Blätter dabei für lange Fahrten und Langeweile und Höhe. Und mein geliebtes Aqua de Florida habe ich auch dabei, aber ich glaube, ich fahre jetzt halt nur hoch und dann geht es wieder runter. Also ich glaube, dass da Tarija und so, das liegt nicht so hoch, das liegt so ungefähr wie hier. Noch 20 Kilometer sind es bis Potosí. Aber wie ihr an meinem Navi sehen könnt, Klein Ruti biegt jetzt hier ab und betritt Neuland. Also, jetzt war ich hier endlich pinkeln und es ist eine bizarre Landschaft. Es sieht hier halt eher so, also es ist hier super hoch. Ich kann mal schauen, wie hoch. Aber da gibt es trotzdem, da hinten sind so riesige Kakteen, wo das hier gar nicht so eine Kakteenlandschaft ist. Und da Lamas, eine ganze Herde. Und jetzt schauen wir mal, wie hoch wir hier sind. 3500. Ja, ich war jetzt 2 Monate in 2700, also das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Schule. Und ich habe natürlich Coca-Blätter dabei, habe ich das gesagt gehabt? Und ja, Coca-Blätter gibt es halt in allen quasi Andenländern, aber nirgendwo wird so viel, meiner Meinung nach, so viel Coca gekaut wie in Bolivien, nicht annähernd. Also hier, wenn du in der Stadt bist oder so, so Handwerker, Arbeiter und so, die haben alle Coca, die haben immer so eine dicke Backe, Coca in der Backe. Und es gibt hier noch eine Besonderheit. Normalerweise sind es immer die Coca-Leaves und ich meine, wenn ihr Kokain kennt, das ist natürlich super stark konzentriert, aber der Geschmack ist halt so, ist jetzt nicht so super lecker, ist okay, aber ist nicht so super lecker. Aber hier, Machucada, ist mit Zucker und noch irgendwie was anderem und es ist dann süß. Und dann machst du dir so einen Ball. Und dann geht es in die Backe. Und ich habe jetzt genommen ohne, also in Sucre, das hatte ich beim letzten Mal, als ich in Bolivien war, gar nicht so gesehen. Aber da gibt es halt, ich habe 15 verschiedene Geschmäcker. Red Bull, Maracuja, Erdbeer und so. Aber ich wollte keinen Geschmack, ich habe einfach nur süß genommen. Und dann hat er gesagt, das ist besonders stark. Und ich hatte es jetzt, also ich nehme es normalerweise nie. Aber so zum Fahren, wenn ich lang fahre, ist es halt eine Beschäftigungssache. Es gibt dir mehr Energie, weniger Höhenkopfweh und halt weniger Hunger auch.
Also dieses Machucada mit dem Zucker und so, das gibt es irgendwie nur in Bolivien. Also wenn ihr hier seid, kauft euch das hier. Es kannst du an jedem Kiosk, also es gibt immer so spezielle Kiosks, die das haben. Aber man sieht, dass da ist draußen immer so ein Holzpfosten. Weil die legen das dann da drauf und die zerhacken das, also die schlagen dann mit dem Hammer drauf. Dadurch wird quasi die Struktur von den Blättern aufgebrochen und dann kann man der Geschmack und so soll dann besser angenommen werden und so weiter. Also wenn ihr hier seid, kauft euch das, wenn ihr wollt, weil ihr kriegt es nur hier. Und er hat eben gesagt, dass es besonders stark ist und dann habe ich meine Backe taub. Also wer das von Kokain kennt, da ist es ja stark, aber selbst das reicht halt aus, um die Backe taub zu machen. Wir sind weit runtergefahren jetzt und man sieht, es sind 28 Grad. Vorhin waren es 14 da oben. Also es ist jetzt richtig warm, vor allem halt mit den ganzen Klamotten, die ich anhab. Aber in 4 Minuten bin ich da. So, ich habe hier gefunden. Overländer-Tipp. Es gibt ja halt noch mehr, aber ich bin jetzt direkt zu dem gefahren. Und jetzt fahre ich noch mal schnell los zur Tanke. Ihr wisst ja, in Bolivien, das ist nicht so einfach mit dem Tanken. Und ja, es ist relativ schön, aber es ist ein bisschen verwinkelt. Camargo ist warm, wunderschön gelegen und berühmt für seinen Höhenweinbau. Vor 450 Jahren brachten Jesuiten die ersten Reben aus Europa mit. Jedenfalls fahre ich jetzt zur Tanke. Also ich habe die gefragt und die Tanke ist irgendwie außerhalb vom Ort, 5 Minuten. Und ich soll fragen, ob jetzt Benzin da ist. Weil es ist dann oft so, ne? Wenn die dann morgen Benzin kriegen, dann ist halt die Schlange riesig. Falls sie jetzt Benzin da haben, kann ich dann tanken. Und ja, sie hat aber gesagt, wenn sie keins haben, dann wird es wahrscheinlich erst... Oh, Alter, erschreckt. Am Nachmittag kommen, morgen. Und ich fahre ja morgen früh schon weiter. Ja, ich bin hier 50 Kilometer auf Reserve. Also ich kann auf jeden Fall noch mehr. Jetzt habe ich 311. Ich kann locker 400 Kilometer fahren. 31 Grad. Ich habe weniger als 4 Liter verbraucht. Also ich kann mehr als 400 Kilometer fahren. Aber es springt schon bei 280 Kilometer auf Reserve. Das ist der Teneré. Hier müsste die jetzt sein, die Tanke. Oh, da steht sogar ein Auto. Ja. Frage ich mal da. Diesel, Gasolina. ¿No hay gasolina? ¿Y a qué hora llega? En la tarde. Okay. Gracias. Also es gibt kein Benzin und mal morgen Nachmittag. Ja, so ist es mit dem Benzin.
Und ich habe ja hier 4 chilenische Liter, also richtig gutes Benzin. Also ich wollte nochmal das Zimmer zeigen. Normales Doppelbett, Tisch. Natürlich immer wichtig, das ist das Allerwichtigste immer in Asien und in Südamerika, der Fernseher. Ja, okay. Regal und so, aber Gemeinschaftsbad und der Garten ist ganz nett. Also da ist die Toilette, gibt sogar eine warme Suicide-Dusche, also die mit dem Strom oben. Und ich weiß nicht, ob hier überhaupt ein anderer Gast ist. Aber hier sind hängen Granatäpfel. Kann man das sehen? Ist ein bisschen dunkel jetzt. Aber hier ein bisschen kann man es sehen. Vielleicht mache ich morgen früh nochmal. Aber das ist ein Granatapfelbaum. Ja. Und Lucy habe ich hier hingestellt. Kann man das sehen? Ich weiß nicht, ob man überhaupt was sehen kann. Aber Lucy steht da, auch im Hof sozusagen. Und jetzt gehe ich direkt etwas essen. So, ich habe mich schon angemeldet. Da gehe ich gleich gegrilltes Schwein essen. Das ist eine Spezialität von hier, hat sie gesagt. Und hier sind halt alle, die fahren alle mit so Enduros rum. Das ist total witzig. Und natürlich ohne Helm. Also, und diese ganzen Wände sind halt so angemalt mit, das sind immer hier Singani, das ist der Schnaps aus Bolivien. Wein sieht man hier schon. Da Wein, also es ist alles schon in dieser, in diesem Thema. Und viele Leute laufen hier rum. Es scheint sehr friedlich und nett zu sein. Hier auch so. Es ist ja wirklich ein nettes kleines Dörfchen. Und das ist, glaube ich, der zentrale Platz. Da laufen wir jetzt mal in die Mitte. Hier gibt es was zu essen. So. Está nuestro viñatero, representa el pueblo. Ah, okay. Gracias. Sie hat jetzt gesagt, da ist der Weinmann, der das Dorf repräsentiert. Hier sieht man. So, kann man gut erkennen. Ciao. So, jetzt können wir mal sehen, wie schön es hier ist. Also diese Plätze haben wir ja schon gesehen gestern. Aber die Berge hier ist halt Wild Wild West. Schönen guten Morgen erstmal. Also, es ist brutal warm hier. Ist meine Jacke hinten aufgeschnallt. Ich wollte auch erst, es sind jetzt hier 26 Grad und das Ding stand im Schatten. Also wenn es in der Sonne steht, sind es locker über 30 Grad. 10:45 Uhr. 3 Stunden bis Tarija, da wo ich hin will, diese Weinstadt. Und ich hatte jetzt überlegt, ob ich noch mehr, nee, hier nicht, ob ich noch mehr noch sommerlicher mich anziehen soll, weil hier wird es ja auf jeden Fall sich anbieten. Aber in Tarija sind es irgendwie nur maximal 18 Grad. Also laut Wetterbericht. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Hier.
Ja, ist halt, stell dir mal vor, du spielst Basketball, so wie ich früher. Und dann hast du diese Kulisse, ist halt brutal. Also Wahnsinn. Dann noch Benzin. Ihr seht, es blinkt noch. Ich habe jetzt meine 4 Liter noch nicht reingeballert. Schauen wir mal. Also, ich habe 3,9 Liter verbraucht und bin 50 Kilometer auf Reserve, was ja nichts bedeutet, und bin 332 gefahren. Aber bei 3,9 Liter, 16 Liter Tank, heißt das, ich kann locker mehr als 400 Kilometer fahren. Deswegen habe ich das jetzt noch nicht reingefüllt, weil vielleicht, also da kommt jetzt hier diese Tanke und der hat gesagt, ja, heute Nachmittag. Also wird da jetzt noch kein Benzin sein. Aber die stehen jetzt schon an, seht ihr das? Das hat die mir auch gestern gesagt, ja, da ist dann eine Riesenschlange. Und ja, ist zu, aber die stehen an. Seht ihr das? Aber es ist noch wenig. Aber es kommen jetzt noch ein paar andere Tankstellen. Vielleicht hat ja eine Benzin und dann brauche ich das noch nicht sofort nachfüllen. Jetzt fahren wir hier durch die Canyons, super schön. Wie sie cruise. So, es ging jetzt ganz schön bergauf, ist auch ein bisschen frisch. Ich fahre hier mal raus und ziehe mal die Jacke an. Komme ich da wieder auf die Straße? Ach, perfekt. Aber was geil ist, ist hier, also es ging das Ganze, das hat mir mit dem Bergauf, das hat mir ganz schön, es hat jetzt natürlich ein bisschen Benzin gekostet. Ich hoffe, ich komme trotzdem noch hin. Aber hier die Wolken, richtig geil. So, also hier sind wir jetzt auf 3500 Meter auch schon wieder. Da, wo ich übernachtet habe, waren es 2,5. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Es fühlt sich nicht so hoch an. Ich meine, man sieht jetzt hier die Wolken, jetzt fühlt es sich schon hoch an. Aber normalerweise dieses Wildwestgebiet oder so, das ist halt so hoch wie die Zugspitze. Jetzt bin ich schon über 400 Kilometer gefahren. Aber auch hier gibt es kein Benzin. Dann fülle ich das jetzt hier nach.
Ricardo Musik aus. Das ist halt Hardcore. Ich habe Fernlicht an und man sieht halt 20 Meter. Es ist einfach absolut kein Licht im Tunnel. Es ist auch noch irgendwie wolkig im Tunnel oder diesig, neblig. Ja, jetzt kommt hier Wasser runter. Ja. Kann ich jetzt das Fernlicht nicht ausmachen. Mein Visier beschlägt. Hier ist es halt eiskalt drin in diesem Tunnel. Man sieht hier überhaupt nichts. Ja, aber ich kann den Ausgang jetzt erahnen. Da ist Licht. Und das ist sogar schlechter mit dem Nebel, mit dem Fernlicht. Wow. Und jetzt bin ich im Winter oder was? Wenn ich hier rauskomme. Ist echt nicht kalt. In den Wolken. Und jetzt regnet es hier, oder wie? No way. In den Sonnenschein reingefahren. 10 Meter später Regen rausgekommen. Ich sehe überhaupt nichts. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann nichts sehen. Muss ich Visier aufmachen. Es ist irgendwie von innen nass, obwohl ich weiß gar nicht, wie das sein kann. Boah, es ist ganz schlimm. Ich sehe nichts. Fucking hell. Hier die Ritzen zumachen. Kalt. Ich weiß nicht genau. So kann ich nichts sehen. Ich hatte das Visier zu und trotzdem ist es nass geworden. Ich verstehe das nicht. Ich sehe nichts. Gar nichts. Naja, wenn ich so runterrollt, brauche ich wenigstens kein Benzin. Oh, es ist richtig. Ich muss anhalten, eine Regenjacke anziehen. Es ist extrem hier. Das ist krass, vor dem Tunnel war Sonne. Das ist grauenvoll. Und ich muss hier halt irgendwo gucken, wo ich anhalten kann. Es war so schön alles. Und jetzt ist es so scheißen. Ich will hier halt nicht auf der Straße stehen bleiben, weil man mich nicht sehen kann. 10 Meter Sicht. Aber ich bin komplett nass. Oh, ich muss jetzt hier irgendwo anhalten, das geht nicht. Scheiße. Irgendwo. Hier. Scheiß drauf, jetzt bleibe ich einfach hier. Okay. Boah. Es hört gar nicht auf. Aber ich kann hier in der GoPro gucken. Da sehe ich die Straße 10-mal besser als mit bloßem Auge. So, geschafft. Arschkalt, 12 Grad. Aber immerhin kein Nebel mehr. Aber das war krass. Der Tunnel, wie lang war der? 1-2 Kilometer maximal. Vor dem Tunnel Sonnenschein, nach dem Tunnel absolut. Da merkt man dann halt doch, dass man halt irgendwie, da waren wir auch hoch, 4000 Meter ungefähr. Wir waren ja vorher schon auf 3,5, das ging nochmal hoch.
Und da merkt man halt, das Wetter ist ein anderes. Bei 2,5 oder so habe ich immer das Gefühl, ah ja, das Wetter ist okay. Aber wenn du so ab 3, weiß ich nicht. Dann ist es schon dieses gefährliche Bergwetter. So, jetzt versuchen wir es mal hier. Erste Tanke. Buenas. ¿Hay gasolina? Perfecto. Jetzt, wo ich das Benzinproblem gelöst habe, bin ich in Tarija. Tarija ist die Weinhauptstadt Boliviens. 90% des Weines im Land kommen von hier. Es ist das am höchsten gelegene kommerzielle Weinbaugebiet der Welt. Durch die extreme UV-Strahlung entwickeln die Trauben hier dickere Schalen als irgendwo sonst, was dem Wein ein ganz besonders intensives Aroma verleiht. Aus einer dieser Trauben, der lokalen Muscatella-Traube, destillieren die Einheimischen außerdem einen klaren Schnaps, den Singani, Boliviens Nationalgetränk. Dennoch sind wir hier nicht mehr so hoch wie zuvor. Tarija liegt auf angenehmen knapp 2000 Metern. Ganzjährig hat es hier um die 20 Grad. Dazu kommt, dass Tarija als eine der modernsten, sichersten und saubersten Großstädte des ganzen Landes gilt. Schönen guten Morgen, das hier ist Doña Pastorita. Und hier gibt es Saike. Es ist ein sehr traditionelles Restaurant. Es hat immer nur bis 12:30 Uhr offen, also es ist eher so ein Frühstück-Mittagessen-Ding. Und hier ist die Mutter von ihm, oder? Und ja, sie hat eben das berühmte Saike gemacht. Und es ist so eine Art, weiß ich nicht, verschiedene Fleischarten. Naja, ihr seht es auf dem Foto. Und ja, hier gibt's ein kleines Museum, auch mit so alten Sachen. Und er hat mich jetzt hier noch reingeführt, super nett, super lecker. Gibt 3 verschiedene Größen, also ich habe die mittlere genommen, das konnte ich easy essen und ich esse nicht so viel, weil für mich war es Frühstück. Kann ich empfehlen und es ist halt super local. Bestimmt kommen ja auch Touristen her, aber jetzt war keiner da, also super local. Ja, super schön. Und jetzt springe ich auf mein Motorrad und fahre weg. Jetzt geht's Richtung Paraguay. Im krassen Gegensatz zu Bolivien ist das Land weitgehend flach und ich erwarte trockene Steppe. Deswegen bin ich umso überraschter, als ich mich auf einmal auf einer Piste im Bergdschungel befinde. Republik Paraguay, 248 Kilometer, Villa Montes, 131, da will ich hin.
bin total überrascht, weil es ist die Hauptstraße nach Paraguay. Und der Frank hat gesagt so, ja, das ist alles asphaltiert, das kannst du easy fahren. Ich weiß nicht, wo der gefahren ist, aber hier jedenfalls nicht. Also, Hotel Iguazu ist es geworden. Ihr seht ein großes Zimmer mit allem Pipapo. Internet ist besser als in Sucre. Und das Bike steht halt direkt hier. Ist halt super geil. Ja, hier außen ist so ein Hof. Ich kann es mal kurz noch mal zeigen. Also was Hof, Garage oder da hinten ist noch so ein Essensbereich. Da sind auch noch ein Stuhl. Hier ist ein Zimmer. Ich weiß nicht, ob hier irgendjemand anders ist. Zumindest habe ich niemanden gesehen. Und da ist noch ein Fitnessstudio, aber da steht nur so ein Spinning Bike drin, sonst nichts. Ja, Preis war jetzt für meine Verhältnisse relativ teuer. 100 Bolivianos. Und ich habe dann, erst wollte sie 130 und dann habe ich so, ich habe noch nie mehr als 80, maximal 80 bezahle ich. Und die war dann so nett und so, und dann hat sie gesagt, ja 100, das ist... Und dann habe ich gesagt, so ja, scheiß drauf, nehme ich, gönne ich mir. Und ja, es ist auch super schön für 100, also sauber, großes Bad, also was heißt großes, aber ordentliches Bad. Sieht sogar aus mit warmem Wasser, das werde ich jetzt gleich mal testen. Ja, eine Fahrt noch, dann bin ich in Paraguay. So, der nächste Tag. Jetzt bin ich hier zum Markt. Hier ist so ein riesiger Markt. Gehe ich gleich mal schauen. Mir ist wieder eine Schnalle kaputt gegangen an meinen Taschen. Und jetzt esse ich aber hier erstmal was. Hier sind überall in der Mitte, dieses Mittelding von der Straße, sind überall so Restaurants. Und ich habe mir jetzt der Klassiker Hühnchen. Und es ist immer ein bisschen schwieriger, gegrilltes Hühnchen zu finden. Es ist einfacher immer Broster, das ist immer frittiert. Aber das mag ich, also das ist nicht mein Favorite. Deswegen esse ich das jetzt. Kostet 12, fast 2 Euro auf einem schlechten Kurs. Typische Markthalle, nur mit hier so, hier sind irgendwie so Soldatenruinen. Die Helden des Chacos habe ich auch schon gelesen. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Aber Chaco ist so eine Halbwüste, da kommen wir noch dazu. Auf jeden Fall hier ist Markt. Und mal gucken, wohin. Denn beim Aufladen in Tarija ist mir eine Schnalle an meinen Crashbar-Bags kaputt gegangen. Dabei habe ich mir den Finger geschnitten und alles vollgeblutet. Der Finger heilt von allein, aber für die Taschen brauche ich einen Schuster. Das ist repariert. Er wollte nicht, dass ich ihn filme oder seinen Laden filme. Ich durfte dann ganz am Ende, weil ich mich ganz gut mit ihm unterhalten habe, ein Foto von der Maschine machen. Aber er hat es jetzt gemacht. Das Ding ist halt jetzt, glaube ich, nicht das Beste. Aber ja, jetzt ist es erstmal repariert. Jetzt habe ich das gleich mal gewaschen. Jetzt muss es hier mal trocknen. Und dann hänge ich es wieder ran mit den Kabelbindern. Das kommt dann hier dran. So, wie das dann hier aussieht. Man sieht schon, so sah das vorher aus und so sieht es ja, so schwarz ist es. Also man kann diese Moskomoto-Sachen auch immer wieder so sauber machen, dass sie wieder aussehen wie neu. Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Oder ein paar Kratzer sind natürlich dran, aber das ist relativ robust. Ciao. Schönen guten Morgen. Heute geht es nach Paraguay. Das Problem ist, ich habe jetzt 229 Kilometer auf der Benzinuhr. Das heißt maximal normalerweise 400 Kilometer. Bis zur nächsten, also ich habe hier kein Geld bekommen, obwohl es hier die ganzen Banken gibt, bei denen ich immer abgehoben habe. Ich war hier bei allen Automaten mit 2 verschiedenen Kreditkarten. Ich habe kein Geld bekommen, keine Ahnung.
Manchmal ist es so. Jetzt habe ich noch 50 Bolivianos übrig. Das sind 7 Euro. Und ich muss jetzt gucken, dass wenn ich jetzt den normalen Preis kriege, 9, das heißt, dann würde ich 4 bis 5 Liter bekommen. Das könnte gerade so reichen. Aber ich versuche natürlich jetzt einen günstigeren Preis zu bekommen, damit ich dicke hinkomme. Weil der nächste Automat ist irgendwie 360 Kilometer entfernt, so wie ich das recherchieren konnte. Hier gibt es mehrere Tankstellen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir eine finden, die überhaupt Benzin hat. Und dann welche eine, die auch an Ausländer verkauft. Und dann noch eine, die vielleicht nicht den internationalen Preis berechnet. Wir akzeptieren natürlich keine Karte. An der Grenze steht ein Eintrag für 4 Tagen bei Google. 1 Stern, keine Karte akzeptiert, Frechheit. So, also hier gibt es kein Benzin. Und er hat auch das gleiche Problem. So, zweite Tankstelle, die hätten mir Benzin gegeben, aber nur für 8 Bolivianos 80 oder so. So, dritte Tankstelle. Die nette Dame hat gesagt, auch nur für 8, irgendwas. Und da habe ich so, ey, wie alle hier in Dings, hat sie gesagt, ja, habe ich es reingefüllt. Und dann hat die andere gesagt, nee, doch nicht. Jetzt wollen sie mir gar kein Benzin mehr verkaufen. No quieres darme gasolina, ¿no? Sí. ¿Dónde? So, jetzt kann ich nochmal mit dem Administrator reden. Also, die Tankwartin hatte mir gesagt, dass sie zwar nicht mein Motorrad, aber meinen Kanister auffüllen würde. So wie den der Einheimischen, die hier in der Schlange stehen. Also habe ich meinen Kanister, die letzten 4 Liter, in meine Maschine gefüllt. Dann kam aber ihre Kollegin hinzu und sagt, nee, das geht nicht. Als wir dann ein bisschen diskutiert hatten, wollte sie mir gar kein Benzin mehr verkaufen. Nun habe ich also mit der Managerin geredet. Und die hat gesagt, ich bekomme Benzin, aber nur zum Touristenpreis von 9 Bolivianos. Habe ich gesagt, okay, dann füllt bitte für meine letzten 53 Bolivianos mein Motorrad auf. Das Problem war aber, da ich ja jetzt meinen Kanister in die Maschine gefüllt hatte, da überhaupt kein Platz mehr war für 53 Bolivianos Benzin. Als die Maschine dann voll war, habe ich also gesagt, ey, könnt ihr den Rest einfach in meinen Kanister füllen. Aber das ging natürlich nicht. Und dann hat die einfach weiter auf die Pistole gedrückt, bis die Zapfsäule 53 angezeigt hat und ungefähr 1 Liter Benzin auf dem Boden übergelaufen war. Also mein Benzinplan ist mal gar nicht aufgegangen. Jetzt habe ich gar kein Bargeld mehr, habe den vollen Preis bezahlt und noch 1 Liter weniger als geplant. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als loszufahren und hoffen, dass es einfach reicht bis zur nächsten Tankstelle. Oh, ich bin ein bisschen geladen. So, es regnet zu stark. Also, es ist so feucht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier kann ich es vielleicht mal zeigen. Alles ist so feucht, obwohl es nur so ganz leicht nieselt. Aber dann bin ich bis auf die Unterhose nass. Das heißt, ich habe jetzt wieder angehalten und werde jetzt die Regenjacke anziehen. Oh Mann, soll ich die Regenhose auch anziehen? Aber dann habe ich eigentlich keinen Bock. Muss ich aber machen eigentlich. Sonst bin ich komplett durchgeweicht. Das ist ja alles pitschenass schon. So, das ist hier die neue Schnalle. Ja, die ist halt nicht so gut, glaube ich. Ja, geht halt auf. Käse. Ja, die Schnalle ist kacke. Sehe ich jetzt schon. Ich meine, ist besser als nichts, aber wenn es auf Spannung ist, geht's auch. Okay. So, jetzt erreiche ich hier die Grenze.
Gracias por visitar Bolivia. Gern geschehen. Eines meiner absoluten Favorites in Südamerika. Ganz, ganz toll. Nur gucken, ob es hier die Tanke, hier gibt es irgendwo eine Tanke. Bienvenidos a Paraguay. Was? Buenas. Okay. Aber hier könnte ich mal fragen, ob es hier Benzin gibt für Karte. Ich habe zwar gelesen, vor 4 Tagen war ein Eintrag, es gibt keine Karte, aber ich frage hier erst nochmal. Na du? Diesel, weiß ich nicht, Diesel, Ultradiesel. ¿Aceptas tarjeta también? No tarjeta. Ah, ¿es un cajero automático aquí? No. Okay, dann halt nicht. Dann geht nix. So, habe ich schon gedacht. Also an der Grenze, das hat halt mega gut geklappt. Bienvenidos a Paraguay. Denke groß, alles ist möglich. Okay. Ja, wieder so 4 Schalter. Migration, also Pass Bolivianer, Pass Paraguay. Migration Bolivianer, da muss man mit so einem QR-Code sowas ausfüllen. Also so ein Online-Formular, aber war super einfach. Und dann Aduana Paraguay. Der bolivianische Typ, der hat nochmal das Motto sehen wollen. Der Paraguayaner, der hat nur am Fenster gestanden und hat so, ja, fahr hier vorbei. Also die müssen das wahrscheinlich offiziell anschauen, aber der war super nett. Also ich musste nichts aufmachen, gar nichts, war super easy. Super nett, 90 Tage bekommen. Ja, und jetzt sind wir hier im Chaco, ein berühmt-berüchtigtes Gebiet. Hier leben ganz viele Mennoniten. Sie sind so wie die Amish People. Ich habe schon mal von denen erzählt, als ich in Santa Cruz war. Da gibt es auch welche von denen. Aber hier gibt es wohl noch viel mehr. Also ich glaube, Philadelphia, das sind alles Leute, Mennoniten. Und die sprechen wohl Deutsch und sind halt weiß. Und was ich gelesen habe, im Gegensatz zu den Amish People, die Amish People haben sich später von den Mennoniten abgespalten, weil mit denen die Mennoniten zu modern waren. Also die haben dann irgendwann die Elektrizität akzeptiert, so habe ich es gelesen. Und das fanden die Amish People nicht gut. Und ja, was ist hier jetzt? Da kommt jetzt einer. Gracias. Ja. Und was ich genau zur Grenze, es ist jetzt halt 12:24 Uhr. Also ich war um 11:40 Uhr da, kurz vor Mittagspause, bolivianischer Zeit. Mir ist nämlich unterwegs erst aufgefallen, nur weil es mein Handy angezeigt hat,
dass Paraguay eine Stunde weiter ist. Also da wäre es dann schon 1 Uhr. Dann habe ich gedacht, jetzt komme ich da an und dann bin ich genau in der Mittagspause. War aber nicht so. Also die Mittagspause geht nach bolivianischer Zeit. Und dann hatte der Bolivianer mein Motto angeguckt und dann waren noch 3 Minuten vorher. Und hat er so zack, 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 schnell, die machen Mittagspause. Und die haben mich dann noch abgefertigt. Und deswegen, vielleicht hat er dann auch keinen Bock gehabt, mein Motto noch mal genauer anzugucken, weil Mittagspause ist eigentlich top gewesen. Jetzt sind es 2,5 Stunden bis zum Geldautomaten. Und wenn ich da kein Benzin kriege, dann bin ich at ass, wie man so schön sagt. Aber ich bin immerhin mal in Paraguay. Das hat schon mal geklappt und es ging super schnell, 20 Minuten. Das ist es halt. Manchmal dauert es 4 Stunden und manchmal 20 Minuten. Es geht hier nur geradeaus. Also heute glaube ich, war noch gar keine Kurve. Und das heißt für mich Coca-Time. Ich habe noch nichts gegessen, ich habe ziemlichen Hunger. Und Coca ist ja auch hungerlöschend, hungerstillend. Ja, ich will hier mal gucken, hier gibt es natürlich diese ganzen Tiere. Armadillos, also Gürteltiere. Und ich habe einmal eins gesehen in Patagonien. Es gibt 2 verschiedene irgendwie, glaube ich, groß und kleines oder so. Jedenfalls gibt es auch Ameisenbären, da gibt es auch verschiedene große und kleine und so weiter. Aber ja, ich werde mir jetzt erstmal ein bisschen Coca reinziehen. Weil ich kann hier natürlich auch 300 fahren, aber das Benzin habe ich natürlich nicht. Deswegen Kokaina. Ist ja nicht Kokaina, sind Coca-Blätter. Ja, wenn ich jetzt 2 Stunden noch geradeaus fahren muss, dann mache ich das so. Nicht so viel. Ich glaube, ich kriege ja auch kein Machucada jetzt mehr, wenn ich nicht in Bolivien bin. Deswegen muss ich es jetzt sparen für lange Etappen. Wenn es leer ist, ist halt leer. Was ich noch sagen wollte, ich habe ja jetzt hier kein Geld und da gab es, also weiß ich nicht, aber keine SIM-Karte und so weiter. Aber ich habe diesmal in weiser Voraussicht mir Offline-Karten runtergeladen, weil Google funktioniert. Google ist halt immer am besten für Hotels und Restaurants und Geldautomaten und so. Da gibt es keine App, die so gut ist wie Google. Deswegen bietet sich das halt an. Weil manche Leute sagen dann, ja, das geht nicht mit dem Offline und so. Ja, Google, das ist auch immer so, die zicken immer ein bisschen rum. Sie wollen eigentlich, dass du immer online bist. Aber man kann schon auch Offline-Karten runterladen und die funktionieren auch. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿De dónde vienes? De Alemania o hoy Alemania. de Bolivia. De Bolivia. Ja. ¿Vos sos alemán puro? Sí, Ah, qué bueno entonces. ¿Qué tal la moto? ¿Anda bien? sí, sí. ¿Es una? Es una Yamaha Tenere 700. 700. Sí, ¿Cuándo ya recorriste? ¿Mucho ya? ¿Mucho ya recorriste? sí. Estoy en Sudamérica 3 años ahora. Me encanta. ¿Qué trabajo? ¿Profesión? En internet, maestro de idioma alemán. Mm. Profesor de idioma. Sí, ¿En tu país? exacto. ¿En Alemania? Sí, es en online, ¿no? Es Sí, online. Ah, sí. ya. Como hoy día el internet es mucho- exacto. muy avanzado, entonces... Yo puedo viajar. Señales. Ya. ¿Y ahora te vas a A Filadelfia. Filadelfia? ¿Filadelfia hay gente que conoce a vos? Sí, ¿Pariente? una, Amigo no. un amigo de un amigo. Ah, Ah. ya. Ya. Y bueno, Filadelfia es muy lindo. ¿Ya? Hotel Florida, hay que ir a comer un rico asado Ok. Ok, gracias. en la churrasquería. Ok, perfecto. Muchas gracias. Linda moto. Gracias. Poquito sucio. Chao.
Ruta Gran Chaco. Okay. Oh, da könnte ich mal fragen, ob die hier es eine Tanke gibt. Da gibt es auch eine Tanke. Da frage ich doch mal, ob es da Benzin gibt. Aber sonst sind es noch 120 Kilometer. Das war halt nirgendwo angegeben. Ich frage hier auf jeden Fall mal Diesel. Petrolus. Diesel. Ah. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Aceptas tarjeta también? ¿Sí? ¿Crédito? No. Ah. Bin ich wieder genervt. Also nur Debit. Ich weiß gar nicht, ob die meine zweite ist. Ich glaube, ich habe beides Kreditkarten. Es ist auch so, in einigen Ländern war es dann so, nur Kreditkarte, keine Debitkarten. Hier ist jetzt nur das. Probier das jetzt mal hier nochmal. Ich hätte vielleicht einfach Ja sagen sollen. Und dann soll er es einfach probieren. Buenas tardes. ¿Aceptas tarjeta también? ¿Sí? Está bien. Ja. Okay. Sí, por favor. Endlich Benzin. Beim Bezahlen hat dann allerdings das Gerät nicht funktioniert. Kurz habe ich Panik bekommen, aber der Tankwart hatte zum Glück noch ein zweites. Und das ging. Und den Geldautomaten habe ich schließlich auch gefunden. Jetzt dürfte ich da nicht parken, aber hier, weil das ist der Parkplatz. Und wie gesagt, ich würde gerne mein Motorrad sehen. Und dann hat er schon so an seine Waffe gefasst. Aber das war der letzte Zwischenfall für heute. Geld habe ich bekommen und dann ging es reibungslos weiter nach Philadelphia. Also wenn man eines auf Reisen lernt, dann, dass sich die Dinge schon irgendwie fügen. Für den Moment sind alle meine Probleme gelöst. Was ich allerdings noch nicht ahne, ist, dass wenig später mein Computer den Geist aufgeben wird. Für mich eine existenzgefährdende Situation. Diese Story, mehr über die Mennoniten und meine wahnwitzige Ausreise aus Paraguay erzähle ich in den Folgen 141, 142 und 144 meiner dritten Motorradreise. Das Ganze findet ihr auch in meiner Paraguay-Playlist. Ich habe dieses Video mit viel Wehmut geschnitten, denn ich liebe Bolivien sehr. In der nächsten Folge dieser Reise knüpfe ich genau da an, wo Folge 144 aufhört. Es geht nach Brasilien und von da durchs Pantanal und die westlichen Dschungelregionen bis nach Peru. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Macht's gut, euer Ruti.